Hallo, herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid. Ich bin die Hanna. Ich bin der Markus. Und wir wohnen hier gemeinsam mit unseren 3 Kindern im Bahnwärterhaus. Kommt rein, wir zeigen euch alles. Ja, kommt mit. Wir sind jetzt hier im Wohnzimmer und das Ganze hier ist das Zentrum von dem ganzen Haus. Hier unten ist quasi alles vereint. Hier ist jetzt Wohnbereich und anschließend haben wir dann Essbereich und Küche. Das ist aber auch Flur und Treppe und Zugang zum Bad. Also ist alles in einem. Wir hatten das große Glück, dass wir dieses Haus 2018 kaufen durften. Und haben das dann 2,5 Jahre umgebaut und das ging dann so bis 2020 im August. Es war zwar ein ganz altes Haus und da hat man echt viel machen müssen, aber man hat gleich, als man reingekommen ist, so erkannt, was man da machen kann und hat Potenzial gesehen. Wir haben wirklich einige Jahre nach Häusern geschaut mit unserer Familie und haben dann einfach festgestellt, das ist für uns nicht bezahlbar, das ist nicht machbar, wenn wir es dann noch renovieren müssen. Und haben dann gedacht, das lassen wir einfach, das Projekthaus. Dann haben wir über Bekannte dieses Haus bekommen und sind wirklich sehr, sehr dankbar, dass wir das zu einem bezahlbaren Preis bekommen haben. Wir stehen jetzt hier direkt unter der Wand zur Küche. Da sieht man noch den Balken, den ehemaligen. Und das war alles sehr beengt hier. Hinter uns war die Küche, vor uns der Essplatz. Und gut, bei 85 Quadratmeter hat man nicht viel Spielraum. Aber da haben wir halt geguckt, dass wir hier unten einen so großen Raum wie möglich hinbekommen. Wir haben versucht, von dem ganzen Haus den Charakter zu bewahren. Also uns war das irgendwie wichtig, dass wir das, was noch da ist, auch behalten. Früher war das ja auch so üblich, dass man eben so einen Wohn-Ess-Bereich hat, wo alles stattfindet, das ganze Leben, und das haben wir hier wieder umgesetzt. So, kommt mit, ich zeige euch mal die Küche. Das war früher hier das Wohnzimmer. Früher war hier einfach alles ziemlich eng, als hier noch die ganzen Wände standen. Da drüben war ja zum Beispiel die Küche, da haben wir jetzt hier diese Wände rausgenommen, 1, 2, 3 Wände. Und das Ganze ist jetzt hier luftig und frei geworden, weil das ist ja das Zentrum von unserem Haus hier. Und im Prinzip sind wir eigentlich die ganze Zeit hier unten. Oben sind wir eigentlich nur zum Schlafen. Im Wohnzimmer hier, im ehemaligen, haben wir dann die schönen alten Dielen gefunden. Die haben wir echt aufwendig aufgearbeitet und freuen uns da richtig dran, dass wir da noch so ein kleines Schmuckstückchen hier entdeckt haben. Fliesen konnten wir leider keine retten, aber da haben wir dann auch echt geguckt, dass wir was Schönes finden, was sich gut ergänzt und was auch so ein bisschen alt aussieht. Und haben in tagelanger Puzzlearbeit. Die Hanna saß tagelang hier und hat die Fliesen von A nach B verlegt, genau, damit wir ein richtig schönes Muster finden. Aber jetzt haben wir was gefunden, was sehr schön ist. Ja. Die allererste Frage, die wir immer hören, ist, ob wir überhaupt an den Gleisen gut leben können, wie das mit den Kindern funktioniert und von den Geräuschen. Und ja, das ist überhaupt kein Problem. Da haben wir uns wirklich gut dran gewöhnt und bekommen die Züge eigentlich gar nicht mehr mit. Bei der ganzen Renovierung, da haben wir im Prinzip die Außenarbeiten von den Profis machen lassen, das Dach und die Außenfassade und die Fenster, aber alles hier drin, das haben wir alles selber gemacht. Und wir sind ja keine Profis, sondern haben das einfach so gemacht, wie wir das so uns gedacht haben. Und da kann natürlich immer wieder was schief gehen. Ein paar Elektroleitungen haben wir durchgesägt. Vorsicht, Stufe.
Wir sind jetzt hier unten bei uns in unserem Bad. Das war der ehemalige Stall. Also hier hatte der arme Bahnwärter, die hatten nicht so viel Geld zur Verfügung, hatten die Möglichkeit, Vieh zu halten. Und wir haben hier bei den Renovierungsarbeiten noch Halteringe gefunden für eine Kuh und für ein Schwein, damit die ihre Tiere hier halten konnten. Und wir haben jetzt hier den ganzen Boden rausgemacht und haben hier diese Fliesen eingebaut, um diesen alten Fliesenboden von dem Stall wieder aufzugreifen. Der Markus ist da total der MacGyver für mich. Der findet immer ein Brett, was er noch irgendwo einbauen kann und wo er wieder was hin improvisieren kann. Und so haben wir kein ganz perfektes, gerades Haus, sondern es ist einfach viel hin improvisiert und das genießen wir tatsächlich. Dann gehen wir jetzt nach oben. Wir sind dann jetzt hier im Kinderzimmer. Das war beim Bahnwärter früher das Schlafzimmer und es war sehr dunkel und auch eng. Und deswegen haben wir uns ziemlich früh entschieden, dass wir hier oben die Decke entfernen und die alten Balken dann sichtbar werden. Und da haben wir wirklich in tagelanger Arbeit dann dran geschliffen, dass sie so schön geworden sind. Dann war eigentlich gleich klar, dass wir hier die Decke aufmachen und so können die Kinder dann hier oben schlafen, wie in so einer kleinen Höhle und haben ihren Platz und da unten haben die dann ihren Bereich zum Spielen. Ich würde euch jetzt mal mitnehmen ins Schlafzimmer. Da haben wir unser Bett und den Kleiderschrank. Wir haben lange überlegt, ob es von der Größe her so passt, weil es wirklich sehr beengt ist. Aber das passt ganz wunderbar. Wir haben alles drin, was wir brauchen. Den Kleiderschrank, den haben wir auch hier aus dem Haus übernommen und haben ihn dann quasi in die Ecke so eingefügt, dass er genau reinpasst. Und hier sind wir jetzt am Bettchen vom Kleinsten. Das hat nicht mehr ins Schlafzimmer gepasst, aber ist ganz nah und trotzdem ganz kuschelig. Und dann wollen wir mal weitergehen zum Markus. So, jetzt sind wir hier in der Höhle. Das hier war früher mal ein ganz dunkler Raum. Wir sind jetzt hier über dem Bad und da haben wir am meisten machen müssen, weil wir hier dieses Dach haben wir hochgesetzt. Das war früher der Heuboden und da konnten wir durch eine Leiter hochklettern. Die Höhle haben wir jetzt umgestaltet als Spielzimmer für die Kinder. Und hier sieht man am Lichtschalter, in der Höhe ungefähr war früher die Deckenhöhe. Also das war wirklich ein ganz niedriger Dachboden. Hier in diesem kleinen Haus müssen wir einfach jeden Raum nutzen und deswegen haben wir uns überall überlegt, wo können wir denn eigentlich noch irgendwo irgendwas unterbringen. Und deswegen haben wir zum Beispiel auch hier von den Zimmermännern dann das Dach auch verlängern lassen und haben hier nochmal so einen kleinen Lagerraum untergebracht. Oder im Flur haben wir einen Teil von dem Treppenhaus weggenommen und haben da nochmal einen Schrank eingebaut, dass wir wirklich jeden Zentimeter in diesem Raum oder in diesem Haus nutzen können. Dann zeigen wir euch jetzt noch unseren Garten. Wir haben nämlich nicht nur hier den kleinen Garten vor unserem Haus, sondern haben da hinten noch einen Gemüsegarten und oben auch noch einen ganz großen Garten. Unser Haus ist zwar klein, aber unser Garten ist dafür umso größer. Wir haben ungefähr 1000 Quadratmeter Land. Grundstück, das wir hier haben dürfen, und da gibt es überall schöne Ecken, wo wir Sitzplätze haben oder sich die Kinder austoben können. Wir haben versucht, dieses alte Haus auf den neuesten Energiestandard zu bringen und einen KfW-Standard zu erreichen. Dann haben wir noch eine Solaranlage eingebaut und eine Regenwasserzisterne. Mit der Solaranlage bekommen wir zum Beispiel 6000 Kilowattstunden Energie pro Jahr und verbrauchen aber gerade mal 2000 Kilowattstunden ungefähr im Jahr. Das ist einfach ein gutes Gefühl, da auch was beizutragen. Hier haben wir einfach noch viel Platz, um Projekte zu realisieren, aber immer Stück für Stück, eins nach dem anderen.
So, dass ihr euch das vorstellen könnt, wie das früher war, zeige ich euch das noch. Also hier ist mal früher eine Straße runtergefahren und dann konnten die Bauern mit ihrem Pferdefuhrwerk hier über die Bahnschranke gehen und die Aufgabe vom Bahnwärter war eben, diese Bahnschranke zu bedienen. Und dieses Bahnwärterhäuschen, dieses Metallhäuschen, das stand früher hier an diesem Bahnübergang und da stand dann der Bahnwärter drin und ich finde es sehr interessant. Man sieht hier überall an diesem Metallhäuschen Löcher, man kann die da oben gut sehen und es ist tatsächlich so, dass im Zweiten Weltkrieg hier Soldaten durchgezogen sind und das ganze Haus hier zerschossen haben, damit sie sicher sein konnten, dass da auch niemand drin ist. Ich finde es einfach interessant, die Geschichte von dem Haus zu kennen und was da schon alles passiert ist. Wir haben hier auch ganz viele fußläufige Besucher, die mit ihren Hunden spazieren gehen und viele fragen sich auch, wie man hier so ein bisschen abseits so gut leben kann und wir fühlen uns eigentlich total wohl hier und es ist alles mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichbar. Die Kinder schnappen oft ihre Fahrräder und fahren hier entlang und sind dann auch ganz arg schnell in der Stadt. Das Besondere ist hier einfach, dass man an der Bahn lebt, aber das macht eigentlich im Haus selber oder auch in den Gärten überhaupt nichts aus. Die Bahn, die kommt hier vorbei, wie die jetzt hier, und ist dann aber auch schon schnell wieder weg. Dafür haben wir hier unseren Wohntraum für wenig Geld realisiert und das ist einfach was ganz Besonderes, hier in diesem Haus leben zu dürfen. Das war die Roomtour durch unser Bahnwärterhaus. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Videos schauen wollt, dann klickt hier oder hier und abonniert den Kanal. Und wenn ihr euer Zuhause auch bei Roomtour zeigen wollt, dann meldet euch. Tschüss! Tschüss!